Ja, hier zum Taekwondo-Tage haben wir jetzt auch mehr Licht, was ich super finde. Ja, es ist wieder Sonne draußen. Heute gab es Erfolg vom Taekwondo-Tage, hat man untertags gedreht, aber weil so wenig Sonnenlicht reingekommen ist, weil so Regentag war, war das alles sehr duster. Aber jetzt ist ja, haben wir ja mehr Licht. Ja. So, da will ich weiter erzählen, so mal von meinen Lebenserfahrungen. Ne? Und knischt schön so, ne? Die Duftkerze. Ja, also in letzter Taekwondo-Tage habe ich gedacht, das und das hätte ich besser erläutern können und erzählen können, dass man sich da ein besseres Bild machen kann und dann sieht man, okay, das kann ich ja im nächsten Taekwondo-Tag erzählen. Das sind immer die Nachträge. Ja. Das hat zum Vorteil, man kann Sachen, wo man vielleicht nicht, weil man so viel Informationen rausgehauen hat man vielleicht nicht so genau erläutert, wie man es erläutern soll. Dann kann man das nachtragen. Der andere Vorteil ist, dass die Einsteiger so oder so weiter oder weil dazwischen was anderes kommt, ist Leute, dann, wenn sie einen Nachtrag hin, dann dem nächsten, was aus meiner Lebenserfahrung erzählt, dann im nächsten Clip besser folgen können. Ja. Ja, der Nachtrag war so, der Ralf damals in den 90er vom WT, der war so tief in der Sektorbubble drin, ja, dass für ihn, ja, ich möchte ja das noch erläutern, nicht von mir, sondern von ihm, nichts anderes gegeben hat, als das Wing Chun und Eskrima aus dem Verband, wo er war. Alles andere war vor dem nichts, weil so hat er es ja vom Lehrer vermittelt gekriegt, ja, vom Vladimir der Schreckliche. Ich persönlich habe mal hin und wieder mal so denkt wie dir, aber meistens habe ich so denkt, dass jeder Kampfstil für sich was wert ist. Ja. Und deswegen war in der WT-Gruppe in den 90ern nicht so gern angesehen, weil für mich war jeder Kampfstil was wert. So, ja. Also, ich berichte, wie schon gesagt, dass man nicht durcheinander kommt, ich berichte jetzt von Sarah, was noch von 96 bis 98 passiert ist. Ja. Ja, der Ralf, der hat mir richtig gemobbt. Ja. Der ist früher selber gemobbt worden in andere Vereine und so. Und jetzt hat er da im WT so immer mehr Machtposition gekriegt und hat er dann auch, ist zum Lehrergrad gekommen, hat so ein graues T-Shirt angehört und ich war noch dritter Schülergrad. Ja. Und dann am letzten Zusammentreffen, wo das so eskaliert ist, ja, weil ich war voller Wut, Zorn und Hass und der hat schon davor gegen mich jeden Kampf gewonnen und hat den gut, Wing Chun hat er mehr wie ich. Er muss mit anderen Techniken kommen, wo man gelernt hat und die Mischung, den Mix, damit ist er nicht zurechtgekommen, weil er hat sich nicht auf mich direkt einstellen können, weil ich immer was anderes gemacht habe. Ja. Und da ist er in Schwung gekommen. Und vor allem, ich habe seinen Fehler herausgefunden, weil wenn er Wing Chun Technik gewechselt hat, war es nicht so fließend, sondern er hat dann schon ein bisschen stagniert drin. Und wenn man den Fehler dann rausfindet, kann es vorhin ein Gewinn sein. Und dann, wo der noch reingekommen ist, wie ein General ist er reingelaufen in den Trainingsraum und manche haben den Zug gejubelt. Ja, als der Kampf vorbei war und dann die Techniker schön gewechselt. Ja, also wenn ihr den ganzen Bericht sehen wollt, dann müsst ihr die letzte Taekwondo-Folge sehen. Ja, da habe ich zum Beispiel auch einen Packsau, wo ich in nahe Distanz den hohen Kick dem da ins Gesicht gegeben habe, da habe ich auch Techniker gewechselt. Ja, vom Wing Chun, ja, bis ins Karate-Technik und dann wieder ins Wing Chun und wieder rum. Ja, bis wir dann auch in den Bodenkampf gegangen sind und so weiter, da haben wir schön wechseln können. Ja. Also wenn ihr wissen wollt, wie der ganze Kampf ausgegangen ist, müsst ihr die letzte Folge anschauen. Auf jeden Fall habe ich den dann wirklich richtig knallhart besiegt mit verschiedenen Kampfstilen. Und dann haben die ganze Leute mir zugejubelt. Ja. Und dass er von mir besiegt ist, der so niedriger Schülergrad hat, das war Demo, da ist erstmal heulend abgehauen und wo wir zurückkommen, nächstes Mal bist du dran. Da denkt, ja, vergiss es.
möchte ja da nicht mehr weitermachen. Aber man muss auch sagen, der Verband hat sich in den Jahrzehnten auch gewechselt, dass die auch für andere Stile offener sind. Ja. Großer Respekt in dem Verband. Dann habe ich mal verschwätzt, auch in einer Sache, dass da noch ein schwarzes Schaf gegeben hat. Da in jedem Wing Chun Verband hast du als Siefer mal schwarze Schafe gehabt, aber auch viele gute Leute, also nicht nur die schwarze Schafe hat es gegeben, die quasi so die Knochenbrechertrainer waren, sondern du hast halt auch in jedem Verband nicht nur schwarze Schafe gehabt, im Wing Chun gibt es ja auch mehrere Verbände, sondern hast halt gute Leute gehabt als Trainer, die das auch geduldig beigebracht haben. Dabei, es war nicht alles schlecht beim Vladimir, der Schreckliche. Da gab es auch schlechte Sachen, da gab es auch viel Gutes, viel Schlechtes, viel Gutes. Und da selektiert man, wie der Bruce Lee gesagt hat, nimmt das, was nutzt und lasst das weg, was nicht nutzt. Und von Vladimir seiner Philosophie, wo er mit auf den Weg gegeben hat, das Positive habe ich mitgenommen, dass ich dann, wenn es alle Stricke der Eskalation reißen und man sich wehren muss oder weil er direkt angreift, hat mir das geholfen, dass ich dann auch überlebt habe und auch meiste Zeit sicher davor gekommen bin. Muss man auch sagen, hat auch die positive Seite gehabt. Ja. Ja gut, was der Vladimir Schreck unterrichtet ja schon aktuell ja nicht mehr, so wie es mir mal erzählt hat. Ja. Ja, genau, das hätte ich jetzt fast vergessen, weil den 1998 den Ralf besiegt haben, so am letzten Tag, letzte Stunde, wo ich gar nicht mehr nah bin. Da haben die anderen ihn dann ausgelacht. Ja, also, der hat ja immer die Leute oft gegen mich instrumentalisiert, dass meine Mitschüler auslacht. Und jetzt, wo er dem so Gusch vollkaut hat, 98, da haben ihn die anderen ausgelacht. Ja. Und ich fand es gerechtfertigt, aber ich fand es auch so, ich fand es nicht gut, dass sie so wankelmütig waren und nichts der Sache nicht loyal waren und vor allem, dass sie immer jemanden zum Auslachen brauchten, dass sie von mir persönlich gesagt haben, ich fand es auch unrecht, dass sie jetzt einen Ralf ausgelacht haben und das ist keine Gesellschaft, wo ich mich wohlfühle. Auch keine gute Gesellschaft, wo man sich drin bewegen soll. Das waren viele Gründe, warum ich da ausgestiegen bin. Ja. Aber es gab auch damals andere Schulen in dem Stil, die dann doch, wo dann auch die WT-Brüder und Schwestern besser zusammengestanden sind. Aber wie schon gesagt, schwarze Schafe findest du überall. Ja. So. Mir haben sie ja dann auch zugejubelt, ja, also, oh, wie hast du das gemacht und so. Und dann habe ich gesagt, ja, das gemacht, wie es Bruce Lee gelehrt hat. Nutzt was nutzt, lass weg was nicht nutzt. Nimm jede Form an. Ja. Das, was du an Stile gelernt hast, das nutzt. Wenn du Mixer kannst in verschiedene Stile, dann kannst du den Gegner verwirren, weil der kann sich nicht auf eine Sache einstellen. Ja. Und jede Situation hat eine andere Antwort. Ja, und wenn du dann Mischer kannst, bist du am besten dran. Das habe ich dann gesagt. In der Schule, die eigentlich quasi nur in den 90ern unterrichtet hat, ja, nur unser WT zählt, weil wir sind das Originalste und alle anderen Kampfstile zählen nicht. War schon tough, dass sie das da gesagt haben. Ja, gut, irgendwie baut es auf, wenn die zujubelt, aber ich habe gewusst, wenn irgendwann bist du unterlegen, kann es vielleicht anders sein und ja, also ich habe ja dann da in den 90ern mal dann aufgehört, erstmal mit dem Stil. Dann 2003 ja, mir war ja bewusst, dass ich da verschiedene Abstammungen habe, war eigentlich auf alle drei stolz, ne? Und auf meine deutsche Abstammung, auf meine polnische Abstammung, auf meine chinesische Abstammung. Und wenn ich so im Spiel sehe, guckt dann, habe ich okay, die chinesische Abstammung kommt da kommt da auch groß raus. Und da gab es Tage, wo ich denke, dann eigentlich siehst du eigentlich mehr Deutsch aus als das andere. Und da bin ich ja auch zu jener Zeit gern ins Balance gegangen,
wo es die ja, und den auch einen großzügigen Trainingsbereich gehabt und den auch einen Cardio-Bereich gehabt, der war super schön war, weil du schon aus dem Fenster geguckt hast du über die Dächer von Schwäbisch Gmünd gesehen und die Landschaft. War schön, den auch saunamäßig viel gehabt und so. Und großzügiger Wellnessbereich, auch großzügiger Trainingsbereich, nur die Gewichte sind ein bisschen geschummelt. Also wenn du da 25 Kilo Klohandelsket hast, Schwarzgrün 25 Kilo, das war dann, hast du immer irgendwie Rastufe müssen. Also, aber sonst war das schon okay. Ja. Der Chef hat da manchmal bullig sein können, aber sonst war es so, und manche Angestellte hin und wieder mal bullig sein können, aber sonst war es vom Service warst du halt sehr super. Gibt es ja nicht mehr, das Balance ist ja jetzt was anderes und ist ja jetzt ein Kampfsportzentrum, aber das Balance war auch super und da bin ich auch nach dem Training bin ich ja oft mal an der Theke geguckt, einer Proteine getrunken, das mir dann in dem Moment auch vergangen ist. Ja, dann haben wir Proteine getrunken, haben mit anderen unterhalten und schwätzt um Gott und die Welt. Und es war immer so schön, sich noch an der Theke zusammenzufinden. Und du kennst ja auch mit der Zeit die Pappenheimer, ja, wie jetzt auch aktuell in der Sauna, die im Training kommst kaum mit Leuten zum Schwätzen, ganz kurz einmal, aber die Sauna ist halt schon ein Treffpunkt im jetzigen Fitnessstudio. Damals, wir sind ja jetzt, also jetzt ein aktueller Treff von der Sauna, damals, wo ich erzählt habe, 2003, das war jetzt Balance, da hast du an der Theke geguckt und hast Proteine getrunken. Und dann habe ich erzählt von meiner Allergie, dass ich da im Frühling so Sommernein ein paar Monate hatte, wo ich so richtig brutale allergische Anfälle hatte, wo Atemnot hatte, mein Auge so anläuft und dass das echt brutal ist. Ja. Und habe von meiner Allergie erzählt, dass das Gott sei Dank jetzt schon lange wieder vorbei ist, dass das halt nur so ein gewisser Blüterflug ist und auch irgendwie gewisse Kreise und dass ich da sehr allergisch reagiere. Und dann hat es so ein älterer Typ gehört, der dann über Tee geschrien hat, also er hat das Wort genommen, aber ich sag's mal höflich, veräppel mich nicht! Du kannst nie Allergie haben, als Fernostasiat, die haben keine Allergie, lüg nicht! Ja, so und weil er das so laut gesagt hat und ich war ja jung und so und war echt schüchtern und bin erschrocken, war eher laut. Und da sage ich, bin unter anderem mal Deutscher. Ja, lüg nicht, du bist kein Deutscher, deine Haare sind bestimmt gefärbt und und hat mich beleidigt als ja, Schlitziosis und so weiter, hat er zu mir gesagt. Und da habe ich schnell Zeit, bin schnell gegangen. Und dann da hat der Chef dann aber auch wirklich Charakter gezeigt. Da sagt er zu dem älteren Mann, der so geschrien hat, ich bin gerade beim Auslaufen besser, aber das war für mich Genugtuung. Da sagt der Chef von Balance sagt dann zu dem, du, bei mir ist jeder willkommen, egal was für Herkunft er hat. Und Rassisten hätte in seinem Fitnessstudio keinen Platz und wenn er sich so rechtsextremistisch äußert, dann braucht er nicht kommen. Er tut hiermit seine Mitgliedschaft kündigen von ihm, weil er mir ja so arg geschwätzt hat. Das war für mich schon eine brutale Genugtuung, muss ich sagen. Ja. Das fand ich schon charakterlich stark, sehr stark charakterlich. Das war 2003, ja. Achso, ja, das wollte ich auch, hatte ich vergessen zu erwähnen. Eigentlich, also ich wollte eine bunte Wohnung, weil die Wohnung war davor alles weiß. Ja. Und ich bin mir vorgekommen mit einem Iglu. Und da habe ich den Gang mal streichen, weil den habe ich ja dann gestrichen. Die Farbe ist immer noch draußen und mein Vater hat dann gesagt, ja, er hat Kontakt, er könnte mir kostenlos Farbe besorgen, das war halt alles weiß. Und ich sage, nein, ich möchte keine weiße Farbe, die habe ich jetzt schon. Ich möchte eine bunte Wohnung. So, und da habe ich lieber selber Geld gezahlt für meine Farbe, ja, aber Hauptsache die Wohnung wird bunt. Ja, so. Das war eine Diskussion 2003. Was noch 2002 war, da bin ich 2 verschiedene Messertage mit dem Leben davor gekommen und denke, ja, jetzt bist du heim und ist alles sicher. Und dann meine Eltern haben mich zum Abendessen eingeladen und dann
schön in ihr, oh jetzt bist du sicher. Und dann mein Vater mit dem Messer von mir umeinander gefuchtelt und habe jetzt, hättest du da vorne das überlebt, die 2 Messerattacke, ja, und jetzt hättest du noch am Elterntisch hättest du abgeschlachtet worden, so ironisch von mir denkt. Aber gerade danach war es mir schon mulmig. Das war noch 2002, wo ich direkt von Peking wieder daheim war. Ja. So war es eigentlich jetzt erstmal vom Taekwondo Tiger. Ich glaube, das war jetzt eine kurze Folge. Aber oft schwätze und denke, ja, vielleicht 7 Minuten, dann war es halt doch 18 Minuten oder noch länger. Ja, Zeitgefühl ist auch immer so eine Sache. Ja, so, das war ja auch noch wieder. Ich habe dann ja auch 2013 im Hinterkopf gehabt, ja, eigentlich ist, wie du viel Liebe in der Vergangenheit durchspielst und streichst, ja, fast schade, weil ich habe das als Übergang gesehen. Du renovierst die Wohnung, dass Familienwohnung wird, ich habe das dann nicht mehr als Übergang gesehen, weil ich habe gedacht, okay, so, ich habe so im 80er und 90er Format noch damals gedacht, das ist ja schon fast nicht mehr denken können, dass ich schaffe, mir irgendwann ein Häuschen kaufe per Kredit und den Kredit abzahle und dann halt in dem Haus mit so ein Familienhaus haben und da habe ich gedacht, dass ich irgendwann mal ein Haus haben. Aber hinter dem Immobilienmarkt gesagt, die Preise, also ein Jahr, 2 Jahre später haben die gesagt, die Immobilienmakler, die Preise von den Häusern sind so hochgeschossen, vergessen sie das, sich ja irgendwie ein Haus zu kaufen. Und da habt ihr okay, dann wohnst du halt irgendwo in Miete. Dann habe ich gesehen, was das für Mietpreise sind durch die Immobilienpreise. Da hat man kommen, von der anderen Leute Miete zahlst, bleib hier, ja, und zahl lieber deine eigene Miete. Ja. Gut, Miete ist ja günstiger wie woanders, aber wenn meine Eltern im Alter mehr Hilfe brauchen, dann kannst du ihnen ja halt helfen. Egal was, sei es beim Einkaufen, im Garten oder etc. Das ist eine Win-Win-Situation, weil wenn du dann irgendwo anders in Miete wohnst und meine Eltern brauchen Hilfe, dann musst du immer kilometerweise daher pilgern. Bleib doch da, zahlst du lieber deine Eltern lieber Miete, so, ja, Familienbündnisse, wie es man früher gäbe in Deutschland, dass mehrere Generationen unter einem Dach leben. Ja, ja. So, das glaubt man echt alles. Es ist immer gut, wenn man so überlegt, was war, was passiert und macht sich ein Konzept auf, dass man, wenn man es vorträgt, das nicht vergisst, das ist immer super. Ja. Ja, wenn man seine Lebenserfahrung auf ein Konzept aufschreibt, dass man bloß keine Details vergisst, die man erzählen will und die man berichten will. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Wochenstart, liebe Freunde. Gell? Bleibt wie ihr seid und mir treu und ich freue mich echt immer sehr über eure nette Kommentare. Gell? Zeitchen! Knochen knackert, hey. Oh, 18 Minuten, hey.